gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Hola amigos, ¿qué pasa? Wir sind in Mexiko, einem Land, in dem die Sonne nie stillsteht, das Essen schärfer ist als deine Ex und wo die Siesta genauso heilig ist wie der erste Tequila des Tages. Um genauer zu sein, sind wir in Cancún, Yucatan, wo karibische Traumstände auf legendäre Partynächte treffen und uralte Maya-Tempel aus dem Dschungel ragen, wie stumme Zeugen einer vergessenen Welt. Vom Flughafen ging es erstmal mit dem Bus zum Terminal Centro, von dort aus sind wir dann zu Fuß in Richtung Unterkunft gelaufen. Das Wetter ist schon wieder richtig geil. Wir haben kurz eingecheckt, unsere Taschen abgelegt, Mexiko kann starten. Das komplett, Dog. Die 10 Tage Shooting, oder? Hola! Digga, guck, wie cool das hier aussieht, Bro. Mein Bauch spielt auch mit wieder. Die 10K, die sind so halbwegs im Magen angekommen. Wie fährt denn der rum, Alter? Hätte ja gar nichts mehr hinten drauf. Es ist Tag 1 in einer neuen Ortschaft und natürlich steht erstmal das obligatorische Rumlaufen in der Stadt auf dem Plan. Wir wollten direkt dorthin, wo was los ist. Puerto Cancún, angeblich die belebteste Area der Stadt in Richtung karibischen Strand. Die Gegend ist ein Mix aus Luxusshopping, schicken Bars, Palmen, Yachten und modernen Neubauten. Klar, dass wir das Ganze erstmal aus der Luft auschecken mussten. Das türkisfarbene Wasser, die Sonne, die weißen Gebäude und die Palmen. Das Ganze hat schon krass Urlaubsvibes. Puerto Cancún soll in den nächsten Jahren weiter zur exklusiven Hotel- und Resortzone ausgebaut werden. Dabei sticht ein Gebäude ganz besonders ins Auge, der Shark Tower. Seinen Namen hat er von seiner markanten Form, die an eine Rückflosse erinnert. Cancún selbst ist zwar nicht riesig, aber in der Umgebung gibt es richtig viel zu entdecken. Also war schnell klar, wir brauchen definitiv ein Fortbewegungsmittel. Deshalb haben wir uns für die Zeit in Yucatan einen Scooter organisiert, um die Gegend auf eigene Faust zu erkunden. This is only for the chicas. You see one beautiful girl? Hey, Okay, perfect. Thank you, hermano. Thank you, amigo. Hermano. Wish you the See best, you yeah? in 4 days. Don't forget. We won't. Also, wir gehen Richtung Beach. Bro. Bro, wie krass sieht hier aus? Wie geil sieht das Wasser aus? Der Beach war schon sehr cool, von überall dröhnt Musik, auf einmal laufen da Cops rum mit Waffen. Das ist anscheinend normal in Mexiko, sieht man aber auch nicht jeden Tag. Wir durften sogar kostenlos zu einer Poolparty, die war aber ein bisschen wack, da macht das Drohnenfliegen schon deutlich mehr Laune. Irgendwann haben wir dann einfach random Leute beim Jetski-Fahren gefilmt, die Shots sind schon sehr geil geworden. Weil wir uns in Cancún natürlich nicht auskennen, dachten wir uns, lass mal kurz bei ein paar Reisebüros vorbeischauen, um abzuchecken, ob unser Plan mit dem Scooter wirklich so eine gute Idee ist. Kann ja nicht schaden, ein bisschen Local Input zu holen. I love the highway of that. So it's not possible to go there with a scooter. It is not impossible, But it's dumb. very crazy. Safety first. You guys are crazy. You guys come back crazy. Die Tourguides meinten, unser Plan sei eine völlige Katastrophe. Challenge accepted. Wir sind nach Hause, wollten uns halbwegs früh ins Bett legen, weil morgen der Daytrip mit dem Scooter sein sollte. Boah, es ist 2 Uhr nachts, hier geht's komplett ab. Wir gehen jetzt raus, Digga. Wir sind in irgendeinem Hood Ghetto, Bro, keiner weiß, was hier abgeht. Lass mal jetzt kurz die Tür öffnen, okay. Wer schießt hier rum? Warum nicht die Tür auf? Keine Fax dir, keine Kapriolen. Wir müssen erstmal Live News kurz checken eigentlich. Okay, jetzt rein. Schalt das Stream an. Also es ist Weihnachten, 24. Dezember. Wir sind rausgelaufen und wir wurden sofort überfallen. In 20 Metern wurden wir überfallen. Von so einem Crackhaus in der Hood. Komplett, wir sind hier so mittendrin, Digga, das ist geisteskrank. Ich gehe raus, ich filme ganz normal mit der Cam. Kommt so ein Typ von links von der Tür raus, richtig aggressiv, Digga. Packt mich so an meinem Gimbal, ja, an dieses Teil und da dran ist ja mein Handy hier vorne. Nimmt mein Handy weg. Dann labert der dich voll halt auf Spanisch, Digga. Du checkst gar nichts. Du checkst nichts. Du weißt nicht, ob der Typ ein Messer hinten drin hat. Du weißt nicht, ob der eine Gun noch bei sich hat. Du weißt gar nichts. Du weißt nur, dass der dein Handy hat. Das war das erste Mal brenzliche Situation, oder? So eine richtige. Ja, definitiv. Sag ehrlich, fühlst du dich sicher gerade? Also der weiß, dass wir jetzt hier wohnen. Das ist schon ein bisschen sketchy gerade. Feliz Navidad. Also wie ins Bett. Also wenn wir zu laut reden, dann hört er uns von hier. Kam aus dem Peak, aus dem Schatten. Die Cops von Peak auf uns. Digga, das ist so krass. Ich hab noch nie sowas in meinem Leben erlebt. Ich glaube, das ist der most sketchy place I've ever been to. Gehen raus, werden ausgeraubt. Was ist das für eine Scheiße? Das ist unsere letzte Nacht. Aber jetzt kommen keine Videos mehr.
eine Woche. Ich sage auch nicht Miami. Also Leute, es ist Tag 2 in Cancun. In Miami haben wir ja nicht alle Challenges geschafft. Deswegen habe ich einen Insta-Post gemacht, einen Insta-Story-Post, wo ich nach den Bestrafungen gefragt hatte. Also Leute, wir haben es nicht geschafft, in Miami alle Challenges zu erfüllen. Dementsprechend wird es jetzt einen Poll geben und ihr dürft entscheiden, welche der Bestrafungen wir in Cancun machen dürfen. Was ist deine Meinung dazu? Die Umfrage war knapp, aber hier ist das Ergebnis. Auf dem 3. Platz mit 25% der Bauchklatscher von einer Klippe. Platz 2 geht mit 35% an die Kaktusschelle und mit einem knappen Vorsprung gewinnt auf Platz 1 das Schwimmen mit Haien mit 40% der Stimmen. Danke an alle, die abgestimmt haben. Ich merke mir eure Namen. Ihr wollt uns auf jeden Fall sterben sehen. Also, wir sind auf der Street, 25. Dezember 2024. Gestern Abend wurden wir ausgeraubt in der Hood, aber heute lassen wir uns nicht unterkriegen. Gestern ausgeraubt, heute Haie. Man merkt einfach, Season 2 wird gestört. Es ist früh am Morgen, wir fahren die Küste runter, um der gewählten Bestrafung, dem Schwimmen mit Haien, nachzugehen. Unser Ziel, Playa del Carmen. Angeblich einer der besten Spots weltweit, wenn es ums Tauchen mit Bullhaien geht. Bullhaie gehören zu den Top 3 gefährlichsten Haiarten der Welt. Aggressiv, stark, unberechenbar. Einmal im Jahr sammeln sich die Bullsharks hier, um sich zu vermehren. Und genau da gehen wir jetzt rein. Klingt nach der perfekten Gelegenheit, um diese Community-Bestrafung würdig durchzuziehen. Also, wir sind jetzt in Playa del Carmen. Playa del Carmen ist bekannt mit dem Breeding-Spot der Bullsharks. Das ist einer der Top 3 gefährlichsten Sharks der Welt. Dementsprechend versuchen wir jetzt da einen Einblick in Sharks Water zu kriegen. Mal schauen, wie es enden wird. Oder wie wir enden werden. Weil es ist doch unser letztes Video. Gestern haben wir es noch rausgeschafft aus der Hut, aber heute dir. Heute wird wieder crazy. Die ersten Sharks sind schon gestrandet. Mit Haien schwimmen, das ist eigentlich schon Endstufe. Wir müssen nur noch herausfinden, welches der Boote zu den Haien fährt und dann kann der Nervenkitzel auch schon beginnen. No, snorkel no. Just to see them. Is it possible? No. Not possible. No, not possible because the marina boats are taking care of the people not to go in there. We haven't had any accidents in 20 years Okay. because of those ones. Okay. Yeah, we want to see the bull sharks. Is it possible or is it swimming? Yeah. It's not possible. You cannot go far from this area. Swimming area is good. Yeah, there's not much hope, right? Also es ist nicht erlaubt für uns darüber zu gehen. Wir haben jetzt herausgefunden, dass da hinten auf jeden Fall in den gelben Bojen sind 4 Stück abgesteckt und da drin sind die ganzen Bullsharks. Da wollen wir natürlich hin, müssen aber erstmal da reinkommen. Normalerweise brauchst du hier so ein Experience Certificate als Scuba Diver, dass du halt da hingehen kannst. Das haben wir natürlich nicht. Deswegen brauchen wir jetzt andere Wege. Jetzt haben wir aber hier noch jemanden gefunden in diesem Boot drinne und mit dem haben wir jetzt noch ein bisschen gequatscht und der wird uns jetzt auch vielleicht die Möglichkeit bieten, darüber zu kommen. Die einzige Hoffnung, die wir haben, liegt jetzt in den Kollegen vor uns. Ist das bitter, als ob wir da jetzt nicht tauchen können. In der Zwischenzeit bin ich mal mit der Drohne rübergeflogen, um mir das Ganze von oben anzuschauen, aber man sieht halt einfach gar nichts. Die meinten auch, Schnorcheln bringt nichts, weil die Haie in 20 Meter Tiefe am Boden chillen, also komplett außerhalb der Sichtweite. Wir haben trotzdem 1 Stunde lang diskutiert und versucht, da wirklich rauszukommen. Also Leute, schlechte Neuigkeiten. Es hat nicht funktioniert. So ist es nun mal manchmal. Nicht alles funktioniert im Leben. Da haben wir echt unser Bestes gegeben, jetzt hier rauszukommen in Richtung Shark Breeding Area. Scheint nicht irgendwie zu klappen. Deswegen, so leid es uns tut, muss man die Bestrafung verschieben. Wir werden die auf jeden Fall machen, beziehungsweise werden dem Ganzen nachgehen. Hier wird es wahrscheinlich eben nicht der Fall sein. Wir werden es auf jeden Fall versuchen weiterhin und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir es hinkriegen werden, aber jetzt hier ist es nicht möglich. Geiler Start in den Tag. Daraufhin gab es erstmal ein paar Frust-Tacos in Puerto Morelos. Es wäre echt der perfekte Ort für diese Challenge gewesen. Naja, dann schauen wir mal, ob wir das noch nachholen können. Wir werden auf jeden Fall den Tauchschein machen und dann gibt es ein Duell unter Wasser. Wir haben es zwar nicht bei den Haien geschafft, aber mit Schildkröten schwimmen geht fast immer. Und das war dann auch direkt unsere erste Challenge in der neuen Ortschaft. Am Akumal Beach, einem Strand, der bekannt dafür ist, dass man dort mit Schildkröten schwimmen kann. Akumal Beach, Place of the Turtles. Schon ganz geil, aber es ist alles so commercialized. Die versuchen aus allem Geld zu machen irgendwie hier. Das ist allgemein einfach nur ein Beach gewesen und haben jetzt hier ein paar Hütten davor gekloppt und sagen hier, wir wollen Geld, dass ihr hierher kommt. Mal schauen, ob wir jetzt was sehen werden. Wäre geil. Hier gibt es irgendwelche Touren, aber vielleicht kann man es auch so ohne Touren. Früher frei zugänglich verlangen die Mexikaner jetzt einfach Eintritt für die freie Natur. Und damit nicht genug, willst du zu den Schildkröten ins Wasser, kostet das extra. Ich habe echt noch nie so eine maßlose Frechheit erlebt. Wir haben uns dann einfach undercover reingeschlichen. Das Wasser war zwar leider nicht besonders klar, aber trotzdem haben wir es geschafft, ein paar Schildkröten zu sehen. Zum Abschluss des Tages sind wir dann noch nach Tulum, einem
Ort weitergefahren. Tulum ist bekannt für seine Strandruinen, stilistische Dschungelästhetik und natürlich die ganzen Instagram-Influencer, die hier ihre spirituelle Erleuchtung suchen. Es gibt Avocado-Toast für 12 € und jeder zweite Laden bietet irgendwelche nachhaltigen Seelenreisen an. Deswegen war das Ganze nichts für uns. Also wir sind in Tulum angekommen, nach stundenlanger Fahrt. Ist ja richtig entspannt hier. Wait, what? Ach du Kacke. Wir sind dann trotzdem mit der Drohne geflogen und die Drohnenshots sind mal wieder phänomenal. Die Sonne war zwar nicht mehr draußen, aber mit bisschen Vorstellungskraft ist das schon eine 10 von 10. Damit wäre der Daytrip offiziell zu Ende und eigentlich stand die Rückfahrt nach Cancun an. Aber am nächsten Tag wollten wir sowieso weiter ins Zentrum von Yucatan. Also warum zurückfahren, wenn wir morgen direkt wieder los müssen? Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Nacht einfach in Tulum zu verbringen und genau das bringt uns zu unserer nächsten Challenge. Eine Nacht kostenlos im Hotel schlafen. Wir haben leider nicht so viel aufgenommen, aber ein Video kann ich euch zeigen. Also Leute, es ist 7 Uhr. Wir befinden uns aktuell in dem Hostel des Vertrauens in Tulum. Hier werden wir jetzt versuchen, ganz geschmeidig rauszukommen aus dem Hostel. Genauso geschmeidig, wie wir auch reingekommen sind. Die Nacht war super. Sehr angenehmes Bett, kann man auf jeden Fall empfehlen. Wir sind gut ausgeschlafen jetzt in Tulum. Umsonst. Jetzt geht's ab. Die Nacht war richtig entspannt. Wir sind aber früh raus, weil wir uns die legendären Maya-Ruinen in Tulum noch anschauen wollten. Da konnte man dann auch überteuert Fotos mit Tieren machen. El Scam de Maya. El Expensive de Maya. Es ist schon krass. Heute stehen wir mitten in der Geschichte bei den Maya-Ruinen von Tulum. Früher war genau hier eine bedeutende Hafenstadt der Maya, strategisch an den Klippen über dem Karibischen Meer gelegen und perfekt geschützt vor Angriffen. Die Maya-Zivilisation erstreckte sich über mehr als 3000 Jahre quer durch das heutige Mexiko, Guatemala, Belize und Honduras. Sie waren Meister der Architektur, Tempel, Paläste und Pyramiden entstanden ohne moderne Technik. Außerdem entwickelten sie ein extrem präzises Kalendersystem und richteten ihre Bauwerke nach Sternkonstellationen und Sonnenständen aus. Ihre Kultur war geprägt von einem komplexen Schriftsystem mit über 800 Zeichen, tiefgehender Mythologie, farbenfrohen Wandmalereien und einem Glauben, der sich stark mit Natur, Kosmos und Ahnen verband. Tulum war einer der letzten Maya-Städte, die noch aktiv genutzt wurde und ist heute einer der wenigen Maya-Orte direkt am Meer. Egal wie touristisch Tulum heute sein mag, man spürt sofort, hier war mal was richtig Großes. Sieht aber richtig geil aus hier. Ich glaube, das ist der Main-Spot eigentlich jetzt hier. Ich glaube, das ist Anwärts auf eines der schönsten Beaches. Der Strand war der beste, den wir je gesehen haben. Der war nur leider abgeschlossen heute. In irgendeiner Baustelle jetzt drin. Oh mein Gott, da ist ein Leguan da oben. What the fuck? Guckt euch mal dieses Viech an, Bro. Ich hab Angst, dass es jetzt angreift. Das ist ein Stair-Contest gerade. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier über dem Tempel. Wir sind jetzt über dem Tempel. Tulum ist abgehakt. Unser nächstes Ziel führt uns ins zentrale Yucatan, die Stadt Valladolid. Wir haben gerade die Fahrt unseres Lebens gehabt. Bei Regen. Wir haben keinen Tank mehr. Wo ist die Tankanzeige? Wir haben keinen Tank. Wir sind unter Null. Was? Ja, wir müssen was hinten jetzt. Wir haben jetzt 2 Hermanos hier gefunden, die füllen uns irgendwas ab. Wir wissen selber nicht, was es ist. Nur Gott weiß, was der eingetankt hat da bei uns. Ob wir noch überleben, ob wir heil irgendwo ankommen werden. Entweder es gibt noch ein Video, aber das war jetzt das letzte. Mitten in Mexiko auf dem Scooter bei Regen. Es hört nicht auf zu regnen. Es ist wirklich abartig. Wir sind komplett drin, irgendwo im Nirgendwo. Haben jetzt hier so eine kleine Hütte gefunden. The most important thing is that you have a vision. That you have a goal. Because without that vision and without that goal, you're drifting around and you're never gonna end up anywhere. Come on, bro. Also wir sind angekommen in Valladolid. Endlich. Wir gehen jetzt Tacos essen. By the way, von Tulum hierher gab es auch nochmal eine Stunde Zeitverschiebung. So, die Tortas sind da. Einmal Avocado, Tomate, Zwiebeln. Ey, das sieht auch crazy aus. Beides sieht verrückt aus. Valladolid ist eine eher kleinere Stadt im Herzen von Yucatan. Entspannt, farbenfroh und mit echtem mexikanischen Flair. Das bekannteste Wahrzeichen ist die Iglesia de San Servasio, eine beeindruckende Kirche mitten im Stadtzentrum. Wir waren noch kurz drin, sind aber dann recht schnell ins Bett. Morgen steht nämlich das nächste Highlight an. Also Leute, es ist 7:30 Uhr, wir gehen jetzt Richtung Chichen Itza. Und damit haben wir uns auf den Weg zu unserer nächsten Challenge gemacht, dem Besuch der bekanntesten Maya-Pyramide der Welt, Chichen Itza. Mitten im dichten Dschungel erhebt sich plötzlich El Castillo, die legendäre Pyramide des Kukulkan. Was viele nicht wissen, dieses Bauwerk ist nicht nur beeindruckend, es ist ein kalendarisches System aus Stein. 4 Treppen mit je 91 Stufen plus die Plattform oben, zusammen 365 Stufen, also eine für jeden Tag im Jahr. Eine astronomische Meisterleistung, erbaut vor über 1000 Jahren. Alles hier ist durchgezogen von einer Kultur, die Wissenschaft, Religion und Natur auf eine einzigartige Weise verbunden hat. Chichen Itza ist nicht nur einfach ein Ort voller Geschichte, es ist eine Legende, ein Ort, an dem größer gedacht wurde, als man sich es je vorstellen konnte. Oh, ach du Kacke, das sieht ja maximal episch aus. Das sieht schon mächtig aus, das Ding. Was denkst du ist da drin? Irgendwelche Gänge einfach, oder? Und die Seite ist ja richtig heftig. Nur der VfB, die sind auch vertreten hier. My friend, do you know this club? Yeah, you know Stuttgart?
You like them? Ah, my brother, my man. Stuttgart is great. We love Stuttgart. Es knallt die Sonne und eigentlich will man nur eine Abkühlung. Und genau das geht hier auf eine ganz besondere Art in sogenannten Cenotes. Das bringt uns zu Challenge 4, der Besuch einer Cenote. Cenotes sind natürliche Süßwasserpools, entstanden durch den Einsturz von Kalkstein. Im Grunde also eingestürzte Höhlen, die sich mit kristallklarem Grundwasser gefüllt haben. Für die alten Maya waren Cenotes heilige Orte, Eingänge zur Unterwelt, Schauplätze von Ritualen und Opfergaben. Sie hatten nicht nur eine spirituelle Bedeutung, sondern waren auch überlebenswichtig als Wasserquelle mitten im Dschungel. Digga, hä? Sieht schon geil aus. Einfach so ein natürlicher Pool mitten im Dschungel. Also Cenotes sind schon eine richtig geile Sache. Wir sind dann direkt weiter zur nächsten Cenote und die hat ja nochmal ein extra Feature. Willkommen bei der nächsten Cenote. Es sieht halt schon geil aus, Brother. Ein Seil zum Reinschwingen, Tarzan-Vibes inklusive. Hier haben wir unseren Mentor Franz kennengelernt, Profi-Akrobat und ready mit uns Saltos ins Wasser zu machen. Nichts leichter als das. Let's go, Franz! Do you try a backflip? Yeah. You gonna try? I wanna watch. Join us, man. All four of us will try one. Let's go, Franz. You got this, Franz. Franz, the legend. The myth, the legend. Fader macht. Let's go, Jonas. Okay. Round 2, baby. Die ganze Cenote hat einfach mit uns mitgefiebert bei den Salto-Versuchen. Es war aber übertrieben schwer, hat trotzdem gar nicht wehgetan und hat sogar richtig Bock gemacht. Ursprünglich wollten wir ja eigentlich nur unsere Bestrafung mit den Sharks machen, aber wie das halt läuft, an Tag 1 schleichen wir uns kostenlos in ein Hotel, an Tag 2 landen wir in Tulum und fahren völlig verregnet durch den Dschungel und plötzlich stehen wir an Tag 3 vor einem der neuen 7 Weltwunder und machen Saltos aus einer Cenote irgendwo im Nirgendwo. Wir wollten einfach nur noch zurück nach Hause, also rauf auf den Scooter und ab Richtung Cancun. Von Valladolid bis zu unserer Ghetto-Crib in Cancun sind es knapp 3 Stunden Fahrt mit unserem Formel-1-Scooter. Es war bereits nachmittags und es wurde langsam dunkel und plötzlich merkten wir, fuck, unser Tank ist fast leer. Also checken wir während der Fahrt Google Maps nach der nächsten Tankstelle und da ist uns aufgefallen, dass die Tankstelleninfrastruktur eine Vollkatastrophe ist. Es gibt gefühlt nur eine Handvoll Tankstellen auf der gesamten Strecke, daher war es extrem wichtig, rechtzeitig zu tanken. Zum Glück ist die Tankstelle nur ein paar Kilometer von uns entfernt, deswegen dachten wir halt, ja okay, easy, kurzer Boxenstopp, volltanken und weiter. Wir kommen an und sehen nichts. Absolut nichts. Kein Licht, keine Zapfsäulen, nur Dschungel und Wildnis. Und genau in diesem Moment haben wir gerafft, in welcher Situation wir uns eigentlich gerade befinden. 2 Trottel mitten im Nirgendwo in Mexiko, in der Dunkelheit, ohne Sprit und 2 Stunden von Cancun entfernt. Wir waren eigentlich komplett verloren, aber was sollen wir machen? Uns bleibt nichts anderes übrig, als weiterzufahren. Beide nach vorne gelehnt, um windschnittiger zu sein und die letzten Tropfen Benzin rauszuholen. Unser Tankmeter ist längst unter Null. Der Scooter gibt jeden Moment den Geist auf. Anhalten ist halt auch keine Option, weil der Motorstart nur noch mehr Sprit verbrauchen würde. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir stehen bleiben würden. Und dann aus dem Nichts plötzlich Blaulicht. Vor uns taucht eine Polizeikontrolle auf, mehrere Wagen, schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren und Sturmgewehren. Jeder weiß, wie ernst man Polizeikontrollen in Mexiko nehmen sollte. Wir haben Geschichten gehört, dass Cops hier Ausländern Geld abziehen, sie mit Fake-Vorwürfen wie Drogenschmuggel sogar erpressen, nur um das Cash einsacken zu können. Und das ist halt wirklich das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Wir fahren näher ran und haben absolut keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Uns blieb ja auch nichts anderes übrig. Umkehren bringt halt gar nichts. Wir würden sowieso nicht mehr weit kommen. Also war das eigentlich unsere einzige Rettung, die uns hätte helfen können. Deswegen rollen wir langsam zur Absperrung, steigen ab und versuchen auf Spanisch unser Problem zu erklären. Die Cops stehen halt komplett lässig mit Sturmgewehren in der Hand vor uns. Die waren aber richtig chillig drauf. Der eine hat dann eine Tankstelle angerufen und einen Tankservice organisiert, der uns Benzin vorbeibringen sollte. Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ohne diesen Zufall und die Hilfsbereitschaft der Cops wären wir komplett verloren gewesen. Ja, wir sind jetzt hier mit den Cops in der Hoffnung, dass unser Tank aufgefüllt wird. Wenn die nicht hier wären, dann wären wir jetzt irgendwo auf einer Autobahn im Dunkeln. Wir hätten gar nichts. Nichts. Also absolut nichts. Wir fahren seit 20 Kilometern, obwohl der Roller Standpunkt 0 anzeigt. Der fährt immer noch, aber wir haben reingeschaut, da ist fast gar nichts mehr. Von Tankstelle zu Tankstelle brauchst du 1,5 Tankfüllungen. Ja. Und das ist halt lost. Damit kann man nicht arbeiten. Jetzt hoffen wir hier, dass irgendwie jemand vorbeikommt und uns Tank für Gasolina gibt. Also diese Situation gerade, die ist... Wir lachen jetzt drüber, weil wir Spasten sind, aber die ist eigentlich aussichtslos. Ich sag, viele Menschen wären jetzt auseinandergefallen, so, sag ich dir ehrlich. Ja, der Typ kommt mit einer P90 oder so, mit einer SMG, läuft da raus. Der andere hat irgendeine AR. Das ist verrückt. Wir kriegen hier Insights, wie die Cops kontrollieren. Ja, genau. Das war richtig cool. Das ist wirklich komisch, Digga. Wir werden es überleben, hoffentlich. Unser Tank wird hoffentlich gleich voll. Inshallah. Das ist mal wieder das letzte Video von uns. Ich bin Mexiko, kommen nur solche Calls. Während wir warteten, konnten wir dann noch beobachten, wie die mexikanische Polizei die
Autos kontrolliert, mit Hunden, Taschenlampen und Befragungen. Das war schon sehr interessant. Irgendwann kam der Tankservice dann und hat uns zum normalen Preis vollgetankt. Mit frischem Tank ging es dann mitten in der Nacht weiter nach Cancun. Stockfinster, keine Straßenbeleuchtung, keine Autos, nur unser Scooter mit Fernlicht. Letztendlich haben wir es dann nach einem 5 Stunden langen Höllentrip bei Kälte und Dunkelheit endlich heil nach Hause geschafft. Diese Fahrt geht zu 100% in die Geschichtsbücher meiner verrücktesten Abenteuer ein. Die Rückfahrt war, ich glaube, die krasseste Fahrt in meinem Leben. Auf Platz 2 wäre wahrscheinlich die 3. Klasse-Fahrt von Bangkok nach Chiang Mai, weil die auch schon irgendwie sehr heftig war. Aber diese Fahrt, ich glaube, sowas wird es nicht nochmal geben. Und jetzt ist, glaube ich, echt der Punkt gekommen, wo wir sagen, hey, lieber eine Nacht länger schlafen, als dass wir nochmal draußen irgendwo feiern gehen. Ich glaube, ich stelle keinen Wecker. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir einmal ausschlafen, bevor wir morgen wieder am Flughafen pennen. So Leute, letzter Tag in Cancun oder Yucatan, so die Area. Und wir haben uns vorgenommen, jetzt Isla Mujeres zu sehen. Soll eine richtig geile Insel sein. Traumhaft anscheinend. Wir haben schon Bali gesehen, Kopangan, war richtig geil. Deswegen sind die Erwartungen sehr hoch. Wir sind ausgeschlafen, deshalb haben wir am letzten Tag in Cancun dann die Fähre rüber zur Nachbarinsel Isla Mujeres genommen. Die Fahrt war nur eine halbe Stunde. Let's go, Miguel! Es sieht ja richtig geil aus hier, hä? Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, einer der krassesten Straßen. Wir hätten hier früher kommen müssen. Ja, for real. Ach, Kacke. Komplett, das ist so washed. Wow. Bruder. Boah, Alter, das ist, glaube ich, echt. Ja, das ist echt vielleicht Top One, no joke. Der Strand ist phenomenal. Es ist crazy schön hier. Hier geht's komplett ab. Wie geil sieht's hier aus? Das ist so geil hier, for real. Schade. Wir hätten echt einen Tag hier planen sollen. Wir sind leider erst am Nachmittag zur Insel aufgebrochen. Das waren ganz klar die Nachwirkungen vom 3-Tages-Roadtrip durch halb Yucatan. Aber einen abschließenden Sonnenuntergang auf der Insel haben wir dann zum Glück doch noch mitgenommen. Es wurde dunkel, deshalb sind wir rüber Richtung Festland wieder gefahren, um den Scooter abzugeben. Das Ding wird wieder abgegeben. Wir hatten eine gute Reise. Unser Kollege ist Neremann. Die letzte Nacht in der Stadt und natürlich haben wir wieder ein Abendprogramm geplant. Abschlussfeier im legendären Coco Bongo. Anders als in normalen Clubs ist Coco Bongo eher eine Mischung aus Show, Party und Konzert. Statt DJ gibt es hier Bühnenshows, bei denen Weltstars imitiert werden, Lichter, Konfetti, Akrobatik und Tänzerin. Den ganzen Spaß für 135 € ist schon eine absolute Abzocke, also 20 € wären fair gewesen. So cold, so bright, what's good? Hey Michael, it's MJ Motherfuckers. Feiern bis um 4 und dann schnell mit dem Taxi zum Flughafen, dort nochmal versuchen 1,5 Stunden zu schlafen. Mit dieser Ausgangssituation ging es dann weiter Richtung nächstes Reiseziel. Mittlerweile ist es Tag 11 der Reise, 6 Tage in Cancun mit insgesamt 60 Kilometer Laufdistanz. Ich glaube, hier wäre die zurückgelegte Distanz mit dem Scooter deutlich interessanter und auch hier spielen die Preise wieder einmal verrückt mit insgesamt 650 € für den Gesamtaufenthalt. Für uns ging es jetzt weiter zur Hauptstadt des Landes, Mexico City, die größte Metropole Nordamerikas. Rückblickend haben wir es tatsächlich geschafft, alle unsere Challenges in Cancun abzuhaken, aber ehrlich gesagt, Cancun selbst ist eher Durchschnitt. Was die Gegend wirklich ausmacht, sind die Orte drumherum, die Städte, Strände, Inseln und Sehenswürdigkeiten in Yucatan. Unsere Bestrafung konnten wir dort zwar nicht mehr durchziehen, aber keine Sorge, die nehmen wir einfach mit ins nächste Reiseziel, denn dort heißt es wieder neue Herausforderungen, neue Abenteuer. Aber jetzt erstmal eins, Schlaf. Gute Nacht und bis zum nächsten Spot. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Mexico City, let's go! Oh mein Gott, ach du Kacke. Wir können da nicht hoch, aber die Drohne kann da hoch. Hier geht's, glaube ich, komplett ab. No joke jetzt. Oh mein Gott! Digga, was passiert hier gerade? Ich kann mir gar nichts garantieren. Mein Gott, deine Augen, deine Augen!